Bloodborne ist eine besondere Erfahrung. Wenn man einmal eine Nacht in Yharnam verbracht hat, gibt es kein Entkommen mehr. Je mehr ich mich mit diesem Werk und seiner Welt beschäftigt habe, desto mehr fraß es sich in meinen Verstand ein, verschaffte mir zahlreiche schlaflose Nächte und öffnete meine Augen für Dinge, die unsere größte Vorstellungskraft überschreiten. Interessiert? Dann kommt mit auf eine Jagd, die euch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Ich hätte nicht erwartet, dass dieses Video jemals entstehen würde und dann auch nur ein Jahr nach meinem Tribut zu Dark Souls. In diesem Jahr hat sich aber einiges in meinem Leben getan, das sich nun in diesem Video wiederfinden wird. Es wird ein Liebesbrief und Tribut an Bloodborne, mit allem, was es so besonders macht und mich bis heute beschäftigt. Natürlich bin ich damit nur einer von hunderten Leuten, der ein solches Video hochlädt, aber dennoch hat jeder am Ende der Nacht eine andere Geschichte aus Yharnam zu erzählen. Auch wenn es nicht mein liebster FromSoft-Titel ist, bietet kein anderer Teil aus ihrem Katalog so viel Stoff, der zum Nachdenken anregt. Ich warne direkt vor, dieses Video wird nicht nur jeden Aspekt von Bloodborne spoilern, sondern auch komplexe oder schwierige Thematiken behandeln, welche dieses Spiel aufgreift. Wie immer werde ich also Kapitel zur Verfügung stellen, wenn man nur an bestimmten Dingen interessiert ist. Auch werde ich des Öfteren Begriffe aus dem Englischen verwenden, da mit Übersetzungen immer ein kleiner Teil der ursprünglichen Bedeutung und Absicht von Worten verloren geht und bereits schon aus dem Japanischen heraus manches zurückblieb, wie in diesen Videos herausgearbeitet wurde. Außerdem erlebte ich dieses Spiel schlichtweg nie auf Deutsch, habt also etwas Nachsicht für etwaige Anglizismen. Stellt außerdem sicher, dass ihr euch mental bereit fühlt, in die Psyche des Menschen einzudringen und Dinge zu erkunden, welche die Grenzen unserer Wahrnehmung testen. Lasst uns nun aber beginnen, bevor meine ausschweifenden Worte noch jemanden in einen Traum wiegen, aus dem man nicht mehr erwachen kann. Ein kleiner Tropfen Blut breitet sich in einer Infusionsflasche aus. Der Nachthimmel wirft seinen Schatten über eine viktorianische Stadt, in deren Gassen wir langsam abtauchen und einen leeren Kinderwagen sehen. Eine Meute an Menschen läuft mit animalischen Schritten durch die Straßen, während eine Person ihnen durch die Dunkelheit folgt und sie jagt. Dies waren die ersten Eindrücke, die uns damals mit dem Reveal-Trailer von 2014 gegeben wurden. Dies waren die Schnipsel an Inhalten, die uns neugierig und hungrig auf mehr machen sollten. Dass sie uns extrem viel und zugleich nichts verraten haben, ist das, was einen guten Trailer ausmacht. Eine Kunst, welche heutzutage leider immer mehr verloren geht, um stattdessen mit den emotionalen Höhepunkten eines Werkes Interesse zu wecken, wodurch oftmals das Beste bereits vorweggenommen wird. Nachdem From Software Dark Souls 1 fertigstellte, machte sich Miyazaki an die Arbeit, eine neue Welt in seinem Kopf zu erkunden. Die Verantwortung für den zweiten Teil der Dark Souls-Reihe wurde ihm abgenommen, weshalb er sich während dieser Zeit nahezu vollkommen auf dieses neue Projekt konzentrieren konnte. Dabei heraus kam ein Spiel, das sich zwar ähnlich wie die vorangegangenen Souls-Titel spielte, aber dennoch seine vollkommen eigene Identität hatte, sowohl ästhetisch wie auch mechanisch. In der Nacht der Jagd dreht sich alles um Schnelligkeit, Aggressivität und Unnachgiebigkeit. Letzteres ist ein treibendes Element in allen Spielen dieses Entwicklers, doch Geschwindigkeit und Angriffslust waren bisher Dinge, welche oft tödliche Folgen mit sich zogen, gerade für Neulinge. Während man in den Vorgängern verlorenes Leben jedoch nur durch den Einsatz von Items oder Magie wiederherstellen konnte, bedient sich dieses Spiel an einer simplen wie genialen Mechanik, welche das komplette Kampfsystem auf den Kopf stellt. Nachdem man Schaden erlitten hat, kann man einen Teil des verlorenen Lebens für eine kurze Zeit zurückgewinnen, indem man einen Gegner verletzt. Genau dieser Kniff, welcher als Rally-Mechanik bekannt ist, führt dazu, dass sich der Spieler seltener zurückzieht, um sich zu erholen und stattdessen öfter versuchen wird, dem Gegner einen Konter zu verpassen, um die Situation wieder auszugleichen. Natürlich spielt man hier mit dem Feuer und wird sich nicht zu selten daran verbrennen, aber die Verlockung nach Rache ist oft größer als die harmlose Alternative, zumal sie in diesem Spiel auch begrenzter ist, als es noch in Dark Souls der Fall war.
Während man in der Welt von Lordran seinen treuen Estus-Flakon an jedem Leuchtfeuer aufgefüllt bekam, orientieren sich die Blutviolen eher an den Gräsern von Demon's Souls. Das bedeutet, dass man nur eine begrenzte Anzahl in der Welt findet und sich den Rest von besiegten Feinden oder dem Händler besorgen muss. Anders als in Demon's Souls gibt es auch nur eine Sorte dieses Heilgegenstandes, welcher ohne Anpassung immer 40% des maximalen Lebens wiederherstellt. Das ist nicht sonderlich viel und macht diese Art der Heilung oft eher zu einer Notlösung anstatt einer konstanten Quelle, auf welche man sich verlässt. Der einzige treue Begleiter auf dieser Jagd ist deshalb die eigene Waffe, welche mit einer extrem interessanten Idee daherkommt. Die Vorgänger gaben uns eine breite Auswahl an Waffen, welche mit ihrem Moveset letztlich jedoch nur in ein paar Kategorien fielen. Als Hunter hat man in diesem Spiel aber Zugriff auf Trickwaffen, welche durch Qualität statt Quantität glänzen und zwischen zwei Varianten wechseln können. Dies bringt nicht nur spannende Waffenkombinationen mit sich, man kann den Wechsel auch in einer Combo verbinden und damit sehr schnell auf Situationen reagieren. Manche Waffen geben einem mehr Reichweite, andere ändern ihr Element, wieder andere ändern ihre Beschaffenheit. Jede Waffe ist einzigartig in ihren Angriffen, Eigenschaften und Transformationen und gibt einem deshalb einen extrem hohen Wiederspielwert, da sie oft auch das Spielerlebnis drastisch ändern. Was sie einem aber nicht bieten, ist Verteidigung, genauso wenig wie es die Kleidung tut. Sie hat zwar verschiedene Resistenzen, aber selbst die beste Kleidung im Spiel ändert nur wenig am erlittenen Schaden, wodurch man sie nahezu bedenkenlos nach ihrem Aussehen wählen kann. Selbst hinter einem Schild kann man sich nicht wirklich verstecken, denn die beiden, die man finden kann, sind mehr als nur erbärmlich in ihrer Wirksamkeit, weshalb sich sogar in der Beschreibung des Holzschilds über diesen Fakt amüsiert wird. In der freien Hand soll stattdessen eine Schusswaffe ihren Platz finden, mit welcher der Fokus auf das Parieren gerichtet wird. Eine Technik, die aber ebenfalls mit begrenzten Ressourcen verbunden ist und ein hohes Risiko mit hohem Schaden entlohnt. Alle Mechaniken des Spiels versuchen also, den Spieler so nah wie möglich an die Gefahr heranzubringen, Wagnisse einzugehen und die unerbittlichen Regeln der Jagd zu verinnerlichen. Dies steht im kompletten Kontrast zu allem, was davor kam, da in vorherigen Titeln immer Ruhe, defensives Spielen mit erhobenem Schild und Abstand belohnt wurde. Dies ist auch einer der Gründe, warum mir Bloodborne bis heute schwerfällt und es schlichtweg das FromSoft-Spiel ist, in dem ich am unerfahrensten bin, da ich zuvor alle anderen Souls-Teile durchgespielt habe und genau diese Denkweise verinnerlicht hatte. Was dieser Titel aber weiterhin in sich trägt, ist der Fokus auf die Erkundung der Welt, welche in Dark Souls 1 so hervorragend umgesetzt wurde. Ähnlich wie es dort der Fall war, ist auch die Welt von Bloodborne extrem dicht und ineinander vernetzt, wodurch es nicht nur mehrere Wege in bestimmte Gebiete gibt, sondern auch Shortcuts wieder mal für Freude sorgen, wenn sie einem den Weg zur Laterne verkürzen oder gar zu altbekannten Arealen zurückführen. Bloodborne hat den Aspekt der Erkundung aber noch einen Schritt mehr ausgereizt, indem es die Hälfte aller Gebiete und sogar den Großteil der Bosse komplett optional gemacht hat. Das ist ein sehr gewagter Schritt, den From Software aber immer wieder gerne geht, um ein immersiveres, spannenderes Erlebnis für alle zu erschaffen, die mehr von den Welten dieses Entwicklers erleben wollen. Man vergisst schnell, wie viel Aufwand hinter den kleinsten Dingen in der Entwicklung stecken und wie viel Budget in Ereignisse hineinfließen, welche die meisten Spieler gar nicht sehen werden. Ich bewundere diese Herangehensweise deshalb umso mehr, da sie den Interessierten unter uns die Möglichkeit gibt, immer tiefer in die Welt abzutauchen, ohne es aber denen aufzuzwingen, welche kein Verlangen danach haben. In manchen Fällen ist es vielleicht sogar besser, nicht allzu viel von dem zu wissen, was sich unterhalb der Oberfläche verbirgt. Denn wie ein Eisberg versteckt Bloodborne den Großteil seiner Identität in den unbekannten Tiefen. Und je tiefer man geht, desto absurder wird es. Beim Abwägen eines Kaufes ist sehr oft das Gefühl, welches uns vermittelt wird, der entscheidende Faktor. Und Bloodborne gab den Leuten mit seinem Stil und seinem Aussehen ein Gefühl, das bisher in der Spielebranche sehr rar gesät war. Das elegante viktorianische Setting, gepaart mit bestialischem dunklen Horror, triefte mit Einzigartigkeit und Faszination. Diese Ästhetik war wie ein Sog, der die Menschen dazu brachte, dem Spiel eine Chance zu geben, egal ob sie bereits Fans waren oder erst zu welchen werden sollten. Die Ortschaft, in der die Geschehnisse des Spiels stattfinden, heißt Yharnam, und interessanterweise erfährt man sonst nichts über das, was außerhalb dieser Stadt liegt. Keine Siedlung, kein Land, kein Name dieser Welt wird jemals erwähnt. Für den Spieler gibt es nur diese eine Stadt in dieser einen Nacht.
Die Isolation erzeugt eine gewisse Anspannung und lässt unsere Fantasie verrückt spielen. Auch wenn man nun vermuten könnte, dass ein einziger Ort viel weniger Historie im Vergleich zu einer kompletten Welt wie der von Dark Souls zu bieten hat, trägt Yharnam Geschichten in sich, die in ihrem Alter und in ihrer Komplexität teilweise sogar die anderer FromSoft-Titel in den Schatten stellen. Die Stadt Yharnam wurde nach einer Königin benannt, welche einst über ein altes Volk regierte, und auch wenn ich eben von einem viktorianischen Setting geredet habe, weist die Stadt verschiedene Einflüsse auf und ist in ihrem Erscheinungsbild etwas nuancierter. Die extrem detaillierten Gebäude, die verzierten Fassaden, der Stil der Türme und Kirchen, all das entspringt dem neugotischen Baustil und erschlägt den Betrachter mit seiner schieren Menge an Details. Wie es so oft in Miyazakis Spielen der Fall ist, fühlt man sich auch in den Straßen Yharnams klein und unbedeutend, während sich die Stadt schier endlos über den Horizont erstreckt und uns mit ihren gewaltigen Bauwerken einschüchtert. Während das viktorianische Zeitalter auch von der Industrialisierung geprägt war, fehlt in Bloodborne jegliche Spur davon. Der technische Fortschritt hat Yharnam noch nicht erreicht. Dampfmaschinen, Fabriken, Züge und auch die Nutzung von Elektrizität kamen normalerweise zu dieser Zeit auf. Doch neben dem mechanischen Aufzug, welcher aber epochenunabhängig in FromSofts Spielen zu finden ist, wirkt das Leben in der Stadt eher präviktorianisch. Auch die Kleidung ist nicht auf ein Zeitalter zu beschränken und nimmt ihre Inspiration aus verschiedenen Zeitpunkten der Neuzeit und natürlich auch aus anderen Medien. Das bekannteste Beispiel ist hierbei der Film Brotherhood of the Wolf, aus welchem die ikonische Montur der Jäger kommt. Yharnam selbst ist von alten Städten aus Europa inspiriert, allen voran den aus Rumänien und Tschechien, durch welche das Team von From Software extra gereist ist. Hervorzuheben wäre hierbei Prag, aber auch die schottische Hauptstadt Edinburgh kommt dem fiktiven Schauplatz recht nahe. Zuletzt würde ich auch noch London als Inspiration erwähnen. Sowohl die Hauptstadt Englands als auch Yharnam sind Städte, welche auf den Überresten einer alten Zivilisation gebaut wurden und ihren Namen geerbt haben. London war früher Londonium, die einst römische Hauptstadt von Britannien, welche später den Briten gehörte. Yharnam steht auf extrem alten Überresten anderer Völker, vorrangig den Pthumerians, deren Überreste in den Chalice Dungeons zu finden sind. Des Weiteren wurde im Zuge einer Krankheitswelle ein kompletter Teil von Yharnam abgebrannt, um die Ausweitung zu verlangsamen. Dieser Brand von Old Yharnam erinnert an den großen Brand von London 1666. Vielleicht ist das etwas weit hergeholt, aber wie bereits bei der zeitlichen Epoche gibt es auch hier schlichtweg keine eindeutige Antwort, sondern eine Reihe an Inspirationen, welche die Welt von Bloodborne zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Wir bewegen uns aber nicht durch die nächtlichen Gassen Yharnams, um die wunderschöne Architektur zu bewundern. Wir kamen in diese Stadt, da eine Krankheit ausgebrochen ist, welche die bestialische Seite der Menschen hervorbringt. Ein Geruch von Blut und Verwesung liegt auf den Straßen. Menschen mutieren zu lykanthropen Wesen, verlieren sich selbst und folgen nur noch Instinkten. Die wenigen Bewohner, die noch bei Sinnen sind, schließen sich während der Nacht der Jagd in ihre vertrauten vier Wände ein und warten das Unheil bis zum Ende der Nacht ab. Manche davon sind sogar bereit, mit uns zu reden und uns etwas von sich zu erzählen. Einen dieser Bewohner trifft man direkt zu Beginn, welcher durch seine Hilfsbereitschaft von Spielern ins Herz geschlossen wird. Sein Name ist Gilbert und er weist dem fremden Jäger den Weg durch Yharnam, während er selbst mit einer Krankheit kämpft. Mit dem Fortschreiten der Nacht wird sein Husten immer schlimmer. Doch das stoppt ihn nicht, uns weiterhin mit Informationen und sogar einer Waffe zu versorgen. Leider endet seine Geschichte kurze Zeit später durch unsere eigenen Hände, denn er erliegt der Krankheit, verwandelt sich in eine Bestie und attackiert uns überraschend an dem Ort, der über die Zeit zu einem sicheren Hafen für uns wurde. War es die richtige Entscheidung, ihn zu erlösen? Er hat uns angegriffen, aber dies geschah nicht aus eigenem Willen heraus. Vor dieses Dilemma werden wir oft gestellt. Stark in der Erinnerung blieb auch Old Yharnam, in welchem wir beim Betreten von einem Hunter gewarnt werden, den Ort zu verlassen, da die Bestien hier ungestört leben sollen. Sein Name ist Jura und er wird uns von einem Turm aus angreifen, wenn wir seiner Anweisung nicht folgen. Wir können uns jedoch auch mit ihm anfreunden und ein Gespräch mit ihm führen, in welchem er Sympathie gegenüber den Kranken zeigt. Er beschützt sie. Sie sind für ihn keine Monster, sondern Personen. Er hat der Jagd den Rücken gekehrt und möchte seinen ehemaligen Feinden einen Ort der Sicherheit geben. Wenn wir also diesen Ort seiner Sicherheit berauben, dann hat Jura mit folgender Aussage auch irgendwo recht. It's you.
You're the beast. Die Nacht bringt viele weitere Charaktere mit sich, deren Weg wir beeinflussen und begleiten können. Eileen, die Krähe und Hunter of Hunters, Alfred, der Weilblatt-Hunter, das Freudenmädchen Ariana. Sie alle zeigen uns neue Facetten dieser Welt, auch wenn deren Schicksal ähnlich aussichtslos ist. Die meisten Bewohner Yharnems begegnen dem Spieler jedoch mit Vorsicht oder Abneigung. Wir sind zwar Jäger, aber damit auch eine große Zielscheibe für alles, was man als normaler Bürger so weit wie möglich von sich fernhalten möchte. Und es gibt einiges, was in diese Kategorie fällt, seien es wild gewordene Hunde, Werwölfe oder noch größere Scheusale. Bloodborne ist eben auch ein Horrorspiel und liebt es, mit dem Erscheinungsbild des menschlichen Körpers zu spielen, ihn zu verformen oder mit dem Bestialen zu verschmelzen. Der Body Horror wird hierbei sehr effizient eingesetzt, da er hinter all der Widerlichkeit stets noch einen Funken an Menschlichkeit hindurchsickern lässt. Jedes Biest war einst eine Person. Manche Transformationen sehen wir sogar mit eigenen Augen und hören dabei die Schreie, mit denen das Tier in uns die Oberhand gewinnt. In dieser Brutalität lässt sich aber immer noch Schönheit finden. Dinge, die Emotionen in uns wecken. Trauer, Mitleid, Angst. Ich habe schon öfter erwähnt, wie Miyazaki Wert darauf legt, Würde, Eleganz und Emotionen in all seinen Designs zu wahren, und gerade bei diesem Spiel war es so wichtig wie noch nie, da man beim Horror einen schmalen Grat wandert, der schnell in etwas Albernes oder gar Geschmackloses abrutschen kann. Bloodborne wandert diesen schmalen Grat aber mit Bravour und präsentiert uns durchweg glaubhafte, groteske Abwandlungen des einst Menschlichen und lässt uns den Zerfall einer Person hautnah miterleben. Ein bittersüßes Beispiel hierfür wäre Father Gascoigne, der erste richtige Boss des Spiels. Nachdem man den kleinen Friedhof betreten hat, auf welchem er die Überreste seiner nächtlichen Jagd zu Grabe trägt, beginnt eine Cutscene, die Gänsehaut auslöst und eine schwer ertragbare Wahrheit in sich trägt. Beasts all over the shop. You'll be one of them, sooner or later. Diese Worte wirken so, als ob sie an den Spieler gerichtet sind, doch es ist genauso gut möglich, dass ihm sein aktueller Zustand bewusst ist und er hier seine Menschlichkeit verabschiedet, welche er im Verlauf des Kampfes hinter sich lässt. Er selbst wird zur Bestie. Oder war er bereits vorher eine? In der Arena findet sich eine rote Brosche, welche seiner Frau gehörte. Diesen Fakt erfahren wir über seine Tochter, die uns nach einem Gespräch eine Musikbox mitgibt. Aus der Box ertönt eine Melodie, welche die Mutter spielte, um ihren Mann nach Hause zu leiten und ihn die blutige Nacht vergessen zu lassen, wenn auch nur für einen Moment. Wenn man sie im Kampf gegen ihn einsetzt, erstarrt er für wenige Augenblicke. Erinnerungen plagen sein Gedächtnis, Wünsche nach einem glücklichen Leben mit seiner kleinen Familie. Der Horror in diesem Szenario zeigt viele Facetten und geht weit über das simple, bestialische Aussehen von Gascoigne hinaus. Auch klassische Aspekte des Horrors, wie dunkle Korridore, unangenehme Geräusche oder die eher verschmähten Jumpscares, finden sich auf unserer Reise. Letztere glücklicherweise eher selten. Man hat in diesem Spiel permanent das Gefühl, nicht willkommen zu sein, und ein großer Teil davon trägt auch das Sounddesign bei. Es ist bekannt, dass gerade Horrorspiele sehr stark von immersiven Geräuschen profitieren, und auch dieser Titel ist keine Ausnahme. Seien es die entfernten Schläge des prägnanten Glockenturms, das Klirren und Klappern von Käfigen und Ketten, die eigenen Schritte, welche auf dem Kopfsteinpflaster der Straßen nachhallen, oder das überraschende Schreien einer Bestie, welches mal wieder hervorragend die bevorstehende Gefahr vorausdeutet. Dieses Spiel zieht uns mit jedem kleinen Geräusch in seinen Bann, verunsichert uns, macht uns Angst. Die Abwesenheit der Musik bekommt hier einen komplett neuen Kontext im Vergleich zu Dark Souls. Sie lässt uns das Hier und Jetzt intensiver erleben und hebt dadurch die bedrückende Atmosphäre hervor, was unsere Aufmerksamkeit in Beunruhigung umwandelt. Musik tut uns gut, mit ihrem Rhythmus ist sie meist vorhersehbar und gibt uns Halt und Sicherheit, doch nicht in Bloodborne. Die Gebiete, die tatsächlich eine musikalische Untermalung bekommen haben, sind die wohl unheimlichsten und abschreckendsten Areale in ganz Yharnam. Nachdem man in den Gassen der Stadt von einem Gegner mit Sack auf dem Rücken übermannt wurde, bricht das Spiel seine eigenen Regeln und bringt den Jäger nicht zur letzten Laterne zurück, sondern entführt ihn an einen unbekannten Ort, ohne Chance auf Rückkehr. Dieser Ort ist Jaragul,
Und so wird man von diesem Albtraum begrüßt. Dieser Moment hat sich bei vielen Spielern im Kopf eingebrannt, was ein Zeichen von gutem Horror ist. Das für mich abschreckendste Gebiet geht aber an Upper Cathedral Ward. Dieser Ort möchte einem genau eine Sache klar machen. Dreh um. Selten habe ich in einem Videospiel dieses Gefühl so stark verspürt wie hier, und die unheimliche Melodie rundet den Horror dieses abgeschotteten Platzes perfekt ab. Bloodborne war das erste Spiel von From Software, welches eine orchestrale Vertonung für seinen Soundtrack bekam, und das dadurch gewonnene Potenzial wurde vor allem in den Bosskämpfen ausgereizt. Jedes Stück erzählt wieder mal eine wortlose Geschichte über den Feind, den es zu besiegen gilt, und etliche Lieder sind mit schier unendlichen Emotionen geladen, für die keine Worte dieser Welt ausreichen, um deren Brillanz zu beschreiben. Es ist erstaunlich, dass eine solch altertümliche Form der Musik, namentlich die Klassik, durch diese Spiele eine Renaissance bei der doch recht jungen Spielerschaft erzeugt. Aber es ist so wunderschön zu sehen, wie passioniert Leute auf der ganzen Welt sind, wenn es um die oft unterschätzte Kunst der Videospielmusik geht. Die begleitenden Melodien von German, Maria, Gascoigne oder auch Ludwig bringen Menschen ständig ins Schwärmen, und auch ich möchte letztere nun entsprechend würdigen. Denn Ludwig vereint für mich alles, was Bloodborne so großartig macht. Ludwig war einst der Gründer einer Fraktion, welche durch die Healing Church entstand, um gegen die immer schlimmer werdendere Plage anzukämpfen, die Healing Church Hunters. Manch einer wird sich nun wundern, was sie von den anderen Huntern unterscheidet. Nun ja, sie fanden die Herangehensweise der bisherigen Jagenden nicht überzeugend genug und setzten auf wuchtige, schwere Bewaffnung, die auch gegen die garstigsten Biester Wirkung zeigen sollte. Über die Story hinweg fiel gelegentlich der Name Ludwig, doch man bekam diese sagenumwobene Person erst innerhalb der Erweiterung zu Gesicht. Und was man erblickte, als man seine mit Blut und Leichen überfluteten Hallen betreten hat, erschütterte Mark und Bein. Wie etliche andere wurde auch er von dem verschlungen, was er zu stoppen versuchte. Eine abscheuliche Mutation aus Mensch, Pferd und anderen fleischigen Teilen, die mit ihren unzählbaren Augen und Zähnen jedem Trypophoben das Fürchten lehren, steht einem gegenüber und setzt direkt den Maßstab an Schwierigkeit, die den Spieler in diesem DLC erwarten. Mein persönlicher Kampf gegen ihn dauerte 6 zehrende Stunden an. Eine Dauer, die bisher nur von einer rothaarigen Schwertkämpferin übertroffen wurde. Die erste Phase des Kampfes gestaltet sich schnell, wild, unberechenbar und zeigt die Verkommenheit des einst so geschätzten, ehrenhaften Helden. Doch was diese Auseinandersetzung zu einer der wohl besten Momente der Videospielgeschichte macht, ist sein Wechsel in die zweite Phase. In einer Zwischensequenz, die ich bis heute noch nicht einmal übersprungen habe, kommt dem gefallenen Jäger in seiner dunkelsten Stunde ein treuer Begleiter zu Hilfe, welcher ihm den letzten übrigen Teil seiner Menschlichkeit zurückgibt. Das Moonlight Greatsword. Diese Klinge ist nicht nur fester Bestandteil jedes From Software Ablegers, sondern sorgt hier für einen der emotionalsten Momente des gesamten Spiels. Im heiligen Licht seiner Waffe lässt sich langsam ein Teil seines normalen Gesichts wiedererkennen. Aus einer reißenden Bestie erhebt sich ein ehrenhafter Jäger der Kirche, bereit für seinen letzten Einsatz. Begleitet wird das Ganze von einem Musikstück, welches ich als eines der besten bezeichnen würde, die mir je zu Ohren gekommen ist, und eine blutrünstige Jagd in einen schaurig schönen Tanz des Todes verwandelt. Nehmt euch einen Moment und genießt dieses Meisterwerk. Ein wunderbar inszenierter, poetischer Kampf, der für Ludwig im Blut seiner geschlagenen Feinde endet. Das Blut, welches sowohl ihn als auch jeden anderen an diesem Ort krank machte und für den langsamen Zerfall Yharnams verantwortlich ist. Nicht umsonst warnte uns einst ein weiser Mann mit den Worten: Fear the old blood.
Dass in einem Spiel namens Bloodborne Blut eine wichtige Rolle spielt, sollte wenig überraschend sein. Doch wie gewohnt liebt es FromSoft, mit einem Thema zu spielen, es vielschichtig zu behandeln und Seiten zu zeigen, die wenig bis nie besprochen werden. Um aber langsam einzusteigen, kümmern wir uns erst einmal um die Bedeutung des Spieletitels. Bloodborne. Übersetzt bedeutet es durch das Blut übertragen und wird im Kontext von Krankheiten verwendet. Und eine Krankheit ist in dieser Welt für alles verantwortlich, was wir als Spieler unmittelbar in der Nacht erleben. Das Old Blood. Eine Gruppe von Gelehrten aus Byrgenwerth fand einst in den Tiefen von Yharnam dieses Blut, welches von uralten Wesen, den sogenannten Great Ones, stammte, und nahm es zu Forschungszwecken unter Gewahrsam. Es stellte sich heraus, dass das Blut starke Heilwirkungen aufwies, und an diesem Punkt entstanden interne Konflikte. Master Willem lehnte das Blut ab und mahnte seinen Schüler Lawrence. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. Dieser sah jedoch das Potenzial in der Flüssigkeit und kehrte Byrgenwerth den Rücken, um unter einer neu gegründeten Institution das Blut zu erforschen und an die Bevölkerung zu verteilen. Die Institution nannte sich die Healing Church und bewarb die Entdeckung als Allheilmittel, wodurch Blut schon bald beliebter als Alkohol in Yharnam war. Es gab nur ein kleines Problem. Das Blut brachte aus seinen Konsumenten langsam, aber sicher bestialische Eigenschaften hervor. Das Mittel gegen alle Krankheiten machte die Leute unheilbar krank. Eine der Personen, die damals bei der Entdeckung des Blutes dabei war, half Lawrence und der Kirche nun im Geheimen, die wild gewordenen Bewohner aus dem Weg zu räumen. Sein Name ist Gehrman und er ist als erster Jäger bekannt, welcher schon bald eine eigene Gruppierung mit Lehrlingen und Helfern gründete, unter denen auch Lady Maria war, zu welcher er eine besondere Hingabe zeigte. Die Plage wurde mit der Zeit zu groß, um sie geheim zu halten, also gründete die Kirche eine eigene Fraktion an Jägern, die Healing Church Hunters, angeführt von Ludwig, einem Lehrling von Gehrman. Dieser machte die Jagd zu einem öffentlichen Event, für welches sie auch normale Bürger rekrutierten. Nun streifen Bestien, Bewohner und alles dazwischen durch die Straßen und wir als Spieler befinden uns inmitten dieser Ereignisse. Wie man aus diesem Abriss der Historie erkennen kann, liegt ein großer Fokus auf der Healing Church. Sie brachte das Blut unter das Volk, sie ist für die Folgen verantwortlich und sie versucht nun, ihren Ruf zu erhalten und weiterhin ihrem Ziel näher zu kommen, die Spezies Mensch auf eine höhere Ebene zu bringen. Das wahre Ausmaß ihrer Perversion und ihrer Gier nach Macht und Wissen geht aber noch viel tiefer und ist im Blut zahlloser Unschuldiger getränkt. Schon bevor die Plage überhaupt ausbrach, lockte die Kirche kranke Einwohner in ihre Hallen, um sie zu behandeln, unwissend, dass sie diese Hallen nie mehr verlassen und fortan zu Forschungszwecken missbraucht werden. Die Research Hall ist ein Ort, an dem die ersten Versuche mit dem Blut gestartet wurden, um die Menschheit aufsteigen zu lassen. Dass diese initialen Forschungen in vielen Misserfolgen endeten, war abzusehen, doch man kann sich nur ausmalen, welchen Horror diese Patienten durchleben mussten, um diese Formen anzunehmen. Die Misserfolge, welche wir als Boss bekämpfen müssen, erinnern dabei an die blauen, alienartigen Wesen, welche uns immer wieder im Laufe des Spiels begegnen und vorrangig in Upper Cathedral Ward anzutreffen sind, wo sich auch ein ähnlicher Boss befindet. Die Mitglieder des Chores, eine Abteilung der Healing Church, welche aus hochrangigen Mitgliedern besteht, führt dort ein Waisenhaus, in welchem sie mit Kindern ähnliche Experimente durchführten. Nicht umsonst ist dieser Ort so abgeschottet und wirkt so beängstigend. Der Grund, warum es den Chor überhaupt gibt, liegt aber noch ein Stück tiefer in der Kathedrale verborgen. Hier verweilt ein Wesen, welches die Kirche in den Verliesen unter Yharnam fand. Dieses Geschöpf hört auf den Namen Ebrietas und wirft zahlreiche Fragen auf die es keine genauen Antworten gibt. Angefangen damit, ob sie freiwillig hier ist, um zu helfen, oder doch gefangen genommen wurde. Auch ist ihr Zweck nicht ganz sicher. Man kann annehmen, dass Ebrietas die Quelle des Old Blood ist und die Kirche damit versorgt. Aber sie könnte genauso gut dabei helfen, Kontakt mit den Great Ones aufzunehmen. Da sie ja selbst zumindest verwandt mit ihnen ist, wobei auch dort Unklarheiten bestehen.
Es ist auf jeden Fall klar, dass die Healing Church die Existenz von Ebrietas unter allen Umständen geheim halten möchte und sie für ihre eigenen Zwecke nutzt. Die Kirche zeigt sich nach außen hin immer als strahlender Helfer, eine unfehlbare, prachtvolle Einrichtung, die sich den Sorgen der Bürger annimmt. Nicht umsonst ist auch die Architektur der kirchlichen Bauwerke so prunkvoll und detailliert. Sie schwimmen in Geld und Macht, möchten dies nach außen vermitteln und präsentieren damit ihre Wichtigkeit in der Stadt. Selbst wenn es Zweifel bei den Einwohnern geben sollte, werden sie bereits vom Anblick der riesigen Gemäuer erstickt. Doch wie so oft trügt eben der Schein. Die Kirche ist kein Segen für Yharnam. Indem sie ihr Blut an das Volk verteilt, lässt sie die Stadt langsam ausbluten, bis jegliche Hoffnung verloren ist. Dem Gründer Lawrence war dies aber egal. Er sah sein Ziel als die höchste Priorität, für die kein Opfer zu groß ist. Diese Mentalität ist eine, die in der Welt von Bloodborne allgemeingültig ist. Jeder sieht sein Handeln als das höchste Gut an, und wer hat am Ende das Recht, andere zu verurteilen? Wer kann sagen, was nun moralisch vertretbar ist und was nicht, was gut und was schlecht ist? Es ist leicht, nun die Verbindung zu großen Institutionen in unserer Welt herzustellen, allen voran zur katholischen Kirche, an welche die Healing Church ja angelehnt ist. Auch dort sind in der Geschichte schreckliche, unglaublich schreckliche Dinge vorgefallen, die wir als unentschuldbar beschreiben würden. Die Frage nach Moral und Glauben ist und bleibt aber etwas unglaublich Schwieriges und endet eigentlich immer in Konflikten und dem Vergießen von noch mehr Blut. Lawrence war ein Sklave seines Glaubens, fügte deshalb anderen Menschen Leid zu und wurde am Ende selbst zum Opfer. Auch er wurde infiziert und mutierte zur Bestie, welche kurze Zeit später ihr Ende fand. Er ist durch die Hand gefallen, zu welcher er aufsah, nach welcher er sein Leben ausrichtete. War es das wert? Durch das Blut wurde er geboren, durch das Blut ist er zum Mensch geworden und durch das Blut ist er verendet. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. Bereits zu Beginn des Spiels bekommen wir unsere erste Kostprobe des Blutes und sind damit zum gleichen Schicksal verdammt wie alle anderen Menschen, welche die nächtlichen Straßen durchstreifen. Doch wir sind als Jäger hergekommen, also schlagen, schneiden, metzeln wir uns durch die furchterregende Welt dieses Spiels und färben unsere Kleidung immer mehr mit den Überresten unserer Feinde. Die Rally-Mechanik, die uns allgemein aggressiver kämpfen lässt, das Bestrafen von Passivität, alles, was Bloodborne so anders macht, liegt in der geschickten Verwendung des Blutthemas begründet. Das Jagen ist unser Job. Wir geraten durch die ständige Aggressivität in eine Trance, einen Blutrausch. Unsere Sinne werden benebelt. Wir wollen immer mehr Blut sehen, da es uns an unser Ziel bringt. Es zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel hindurch. Eine Blutspur, die uns vorantreibt, während wir eine weitere hinter uns herziehen. Ob wir es wollen oder nicht, das Old Blood hat uns nicht nur im Spiel selbst unter Kontrolle, sondern überträgt sich auch direkt auf unsere eigene Person, während wir unseren Charakter durch Yharnam bewegen. Dass wir auf genau dieses Blut auch zur Heilung in Form von Violen angewiesen sind, rundet das Ganze ab. Denn die Kritik, dass einem diese Gegenstände ausgehen können, kann auf den Kopf gestellt werden, um die Bedeutung des Subtextes zu verstärken. Was tut man in diesem Spiel, wenn man keine Heilung, kein Blut mehr hat? Man rennt panisch durch die Straßen und tötet alles, was einem über den Weg läuft. Entweder um direkt Blutviolen zu finden oder um sich welche vom gewonnenen Kapital zu kaufen. Man tut alles, um sein Verlangen zu stillen, genau wie jeder andere an diesem Ort. Die Symptome von jemandem, der abhängig geworden ist. Dieses Spiel konditioniert uns dazu, eine virtuelle Sucht und deren Entzug zu erleben oder zumindest nachvollziehen zu können. Natürlich ist es frustrierend und macht wütend, wenn einem die Substanz fehlt. Natürlich fühlt es sich gut an, endlich wieder genug Violen in der Tasche zu haben und sie nach Belieben einsetzen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass gerade diejenigen, die genauso etwas bereits durchgemacht haben oder momentan durchmachen, mit diesen Gefühlen resonieren. Was uns das Spiel aber im gleichen Moment beibringen will, ist Folgendes. Je länger man sich durch die Welt kämpft, je öfter man scheitert, desto mehr Erfahrung sammelt man.
Mit jedem Mal wird man etwas sicherer und mit kleinen Schritten kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man loslassen kann, da man nicht länger auf die altbekannten Mittel angewiesen ist. Es finden sich alternative, sicherere Wege, mit seinen Problemen klarzukommen, sie zu bezwingen. Doch nur wer standhaft bleibt, an sich selbst arbeitet und besser werden möchte, kann diesen Punkt erreichen. Abkürzungen zu nehmen verursacht nur weitere Probleme oder wirft einen zurück. Passt also auf euch auf da draußen in dieser dunklen Nacht und erliegt nicht euren Trieben, selbst wenn es so einfach und verlockend erscheint. The sweet blood. Oh, it sings to me. It's enough to make a man sick. Das Thema des Blutes wird in diesem Werk durchweg von seiner dunklen, beängstigenden Seite dargestellt und eines der besten Beispiele dafür ist das Motiv der Geburt und Mutterschaft. Etwas, das normalerweise eher zelebriert wird. Ein Großteil des Spiels dreht sich darum, dass sich die Great Ones nach einem Kind sehen und es ausnahmslos immer verlieren. Auch wenn diese Wesen das Konzept eines Geschlechts nicht besitzen, können die meisten, denen wir begegnen, einen Sprössling in die Welt setzen und werden daher als feminin betitelt. Der formlose Odin wäre hier eine Ausnahme, bei welchem stattdessen Königin Yharnam oder das Freudenmädchen Arianna die Rolle der Mutter einnehmen. Das Schicksal verwehrt ihnen allen die Sehnsucht nach Mutterschaft. Kos starb vor der Geburt ihres Kindes und die Schändung ihres Leichnams nahm auch ihrem Nachwuchs jegliche Chance des Überlebens. Mörgo war eine Totgeburt, welche die Königin Yharnam in die Welt setzen sollte und seitdem trauert. Arianna ist beim Anblick ihres neugeborenen mutierten Kindes so verstört, dass sie es uns töten lässt. Die Great Ones sind einzigartige Wesen, welche die Komplexität anderer Lebensformen weit übersteigen. Doch genau das macht sie auch einsam und die Versuche, ihre Art zu erhalten, nahezu unmöglich. Die Natur zeigt, dass mit erhöhter Komplexität eines Lebewesens die Anzahl an Geburten stark zurückgeht. Während einfache Insekten Hunderte bis Tausende Nachkommen haben, wird es bei Säugetieren schon wesentlich weniger und bei Geschöpfen, die uns weit überlegen sind, ist eine Geburt eher die Ausnahme als die Regel. Das Risiko von Komplikationen bleibt aber weiterhin bestehen. 10 bis 20% aller Schwangerschaften beim Menschen enden in einer Fehlgeburt, wobei diese Zahl sehr allgemein ist und von etlichen Faktoren abhängt. Dennoch wird es bei den Great Ones nicht weniger Probleme geben und so ist der Wunsch nach einem Kind eher ein Fluch für die Wesen, der immer in einer Tragödie endet. Das Blut, welches neues Leben einleiten soll, wird zum Botschafter für das Ende. Vor allem bei Königin Yharnam wird dies deutlich, da ihr Kleid im Bauchbereich mit Blut verschmiert ist, was auf eine frühzeitige, vielleicht auch gewaltsame Entbindung hindeutet. Zusätzlich bekommt man nach ihrem Bosskampf den Yharnam-Stein, welcher einen Embryo in sich trägt. Dieses Phänomen eines versteinerten Fötus nennt sich Lytopädion und ist etwas, das tatsächlich passieren kann. Jegliche Recherche dazu auf eigene Gefahr. Das Gefühl der Machtlosigkeit, welches die Natur auf die Mütter legt, lähmt sie, nimmt ihnen ihre Hoffnung und manchmal auch ihr Leben. Blut und Femininität sind generell stark miteinander verbunden und Bloodborne spielt auch mit diesem Thema an etlichen Stellen. Das beste Beispiel dafür begleitet uns das gesamte Spiel über und erleuchtet uns den Weg durch die dunklen Straßen Yharnams. Der Mond. Während uns der nächtliche Himmelskörper thematisch eher Werwölfe ins Gedächtnis ruft, was bei diesem Titel wohl auch der offensichtlichere Vergleich ist, wird er gleichzeitig aber schon seit Jahrtausenden von Völkern auf der ganzen Welt mit dem weiblichen Zyklus verbunden. Dies liegt daran, dass die Zyklen der beiden sich in etwa überschneiden und auch wenn man sich heutzutage sicher ist, dass sie unabhängig voneinander sind, ist diese Verbindung fest in der Mythologie verankert. Nachdem man die Spinne Rom besiegt, färbt sich der Mond zusätzlich rot und wird als Blutmond bezeichnet. In den Hallen von Byrgenwerth, kurz vor diesem Bosskampf, findet sich auch eine Nachricht, welche besagt, dass die Linie zwischen Mensch und Bestie verschwimmt, wenn der rote Mond tief steht und ein Mutterleib mit einem Kind gesegnet wird, wenn ein Great One herabsteigt. Die Nacht der Jagd findet immer an einem Vollmond statt, welcher nach dem Mondzyklus-Phasenmodell die Zeit des Eisprungs und der Befruchtungsfähigkeit repräsentiert. Zusammen mit der Thematik rund um Mutterschaft und Geburten wird es doch recht deutlich, dass es sich beim Blutmond um eine Allegorie für den Menstruationszyklus und die damit verbundenen Mondphasen handelt. Das Ganze wird dadurch bestärkt, dass die Worte Mond und Menstruation in einigen Sprachen ihre Wurzeln aus dem lateinischen Wort für Monate haben, welches menses lautet.
Und beim Wort Menses müsste jedem, der Bloodborne gespielt hat, das finale Gebiet des Spiels in den Kopf kommen. Der Albtraum von Mensis. Der Albtraum und die Furcht vor dem Femininen, der Frau. Diese Wortspiele sind nicht nur genial gewählt, sondern passen eben auch wieder wunderbar in das Spiel hinein, da Angst ein zentrales Thema ist und alles rund um den weiblichen Zyklus bei vielen Leuten, vorrangig Männern, welche ihn nicht durchleben und daher nicht kennen, Unbehagen auslöst und gerne totgeschwiegen wird. Das Periodenblut wird deshalb auch in vielen Sagen, Mythen und Religionen mit heiligen, unbegreiflichen Eigenschaften beschrieben und nicht zu selten gefürchtet und geächtet. Heilendes Blut, Blut, welches man fürchten soll. Die Parallelen sind recht offensichtlich, gerade da man von etlichen Frauen im Spiel besonderes Blut bekommt, welches eine bessere Heilwirkung als unsere herkömmlichen Blutviolen hat. Josefka gibt uns zu Beginn des Spiels eine Fiole. Die Nonne Adenna überreicht uns auch eine, aus deren Beschreibung hervorgeht, dass die Nonnen der Healing Church als Blutgefäße herangezogen und zu Blutheiligen gemacht werden. Und auch das Freudenmädchen Ariana gibt uns etwas von ihrem Blut ab, zumindest so lange, bis sie sich krank fühlt und etwas später ein Kind bekommt. Das letzte Beispiel ist etwas weit hergeholt, da sie uns am Anfang der gleichen Nacht noch ihr Blut geben kann, aber die Implikationen sind zumindest im Ansatz vorhanden. Bloodborne liebt es, den Horror aus seinen Thematiken hervorzubringen, und das Motiv des Blutes fließt durch jede Ader dieses Werks. Sei es nun die institutionelle Unterdrückung des Volkes, der Glaubenskonflikt, die Abhängigkeit von Substanzen, der Kampf gegen unsere animalischen Triebe oder aber Probleme bei der Schwangerschaft und Geburt, sowie der Furcht vor etwas Blut, welches zur Ausnahme mal nicht in einen Kampf fließt. All diese Themen werden angesprochen, ohne aber in den Vordergrund zu rücken und damit ihre dezenten, nuancierten Botschaften zu verlieren. Sie lauern unbemerkt im Verborgenen und warten darauf, entdeckt zu werden. Ich kann aber auch gut verstehen, wenn man sich nicht mit all dem auseinandersetzen möchte. Manchmal ist es vielleicht sogar besser, die Augen verschlossen zu halten, bevor sie Dinge erblicken, welche niemals gesehen werden sollten. Bloodborne trug bei seiner ersten Enthüllung noch den Arbeitstitel Project Beast und zeigte in jeglichem Werbematerial den Jäger und die Bestien, die er zu jagen hat. Die Leute freuten sich auf einen dunklen, blutigen Souls-like-Titel, in dem man wild gewordene Wesen im Van Helsing-Stil bekämpfen darf. Und genau das bekamen sie auch. Zu einem gewissen Teil. Die Biester ließen nicht lange auf sich warten. Bereits im Intro klettert ein blutiger Werwolf auf uns zu. Ein Werwolf ist auch der erste Gegner, dem wir begegnen. Und wenn wir etwas später eine Leiter hochklettern, hören wir den ikonischen Schrei der Kleriker-Bestie, welche sich als der erste optionale Boss herausstellt. In dem Moment, in dem wir ihr auf der Brücke begegnen, können wir unseren Augen nicht trauen. Einer unserer Werte steigt auf 1. Wir bekamen Einsicht. Einsicht in das, was dieses Spiel vor uns verborgen halten will. Wer sich aufmerksam durch die Welt bewegt, wird hier und da Ungereimtheiten entdecken. Dinge, die nicht ganz in das Bild von Werwölfen und Bestien passen. Die Offenbarung bekommen wir spätestens, nachdem wir Rom besiegt haben und die Schleier der Illusion von unseren Augen fallen. Der Mond färbt sich rot, der Himmel nimmt eine bleiche Farbe an und wir nehmen Dinge wahr, die uns vorher verborgen waren. Bloodborne ist kein Spiel über Werwölfe. Es ist ein Spiel über den kosmischen Horror, welcher sich in einem Wolfspelz versteckt. Die Einsicht ist ein Wert, der immer dann ansteigt, wenn wir Dinge sehen, die wir nicht sehen sollten. Dinge, die unsere Wahrnehmung normalerweise übersteigen. Je mehr Einsicht wir haben, desto mehr können wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Sie erweitern sich sozusagen. Mit der ersten Einsicht erwacht die Puppe in unserem Zufluchtsort zum Leben und lässt uns aufleveln. Beziehungsweise war die Puppe bereits schon immer am Leben und wir nahmen sie bisher lediglich als lebloses Objekt wahr, was dem Ganzen ein beunruhigendes Gefühl verleiht. Genau darum werden wir mit steigender Einsicht auch anfälliger gegen den Wahnsinn in der Welt von Bloodborne. Wir Menschen haben wie jedes Lebewesen nur eine begrenzte Wahrnehmungsfähigkeit. Wenn wir beispielsweise das Auge nehmen, können wir nur Lichtwellen im Bereich von 380 bis 780 Nanometer wahrnehmen. Obwohl wir visuelle Tiere sind und das Sehen unser stärkster Sinn ist, nehmen wir nur einen winzigen Bereich des gesamten Spektrums wahr. Was außerhalb unserer Wahrnehmung liegt, können wir vielleicht messen, aber niemals selbst sehen.
Wir reden immer von der Realität, als ob sie ein festes Konzept ist. Dabei ist sie für jedes Lebewesen komplett unterschiedlich. Es gibt für uns keine objektive Realität, keine objektive Wahrheit. Haie haben beispielsweise Sinnesorgane, mit denen sie elektrische Felder spüren können, welche jedes Lebewesen über Muskelbewegungen von sich ausstrahlt. Diese Ebene der Wahrnehmung ist uns komplett verborgen. Wessen Realität ist nun die wahre? Selbst blinde Menschen haben eine völlig andere Realität als die Sehenden. Man kann noch so sehr versuchen, ihnen Farben zu erklären. Sie werden diese für uns natürlichen Dinge nicht wahrnehmen können. Genau deshalb können wir die Existenz von Übernatürlichem nicht ausschließen, egal wie sehr wir uns auch bemühen. Deshalb ist der Horror, der unsere Wahrnehmung übersteigt, auch so effektiv. Deshalb ist Einsicht eine der besten Spielemechaniken, die ich je gesehen habe. All der Horror, der sich uns über das Spiel hinweg offenbart, war seit der ersten Sekunde da, beobachtete uns unbemerkt, konnte von uns nicht wahrgenommen werden. Manchmal kratzt er an unserer Realität, streckt neugierig seine Hand nach uns aus und lässt uns verwirrt und verängstigt zurück. Wie sagte einst ein bekannter Schriftsteller, die älteste und stärkste Emotion der Menschheit ist die Angst, und die älteste und stärkste Art der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Ich kann gut nachvollziehen, wie man sich zu Dingen hingezogen fühlt, die unsere Ebene des Seins übersteigen. In der Angst vor dem Unbekannten liegt auch eine gewisse Faszination. Wir wollen mehr darüber herausfinden, uns dem Unbekannten annähern, Kontakt aufnehmen. Mit Übernatürlichem zu kommunizieren ist etwas, das die Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit versucht, sei es das Beten zu einem Gott, welcher einem helfen soll, oder das Heraufbeschwören verstorbener Seelen, die bisher noch nicht ihren Frieden finden konnten. Die Kommunikation selbst findet meist über unkonventionelle Wege statt. Rituale, die schon fast willkürlich wirken. Aber wie soll man auch sonst etwas erreichen, das außerhalb unseres Verständnisses kommuniziert? In Bloodborne wurden die Worte der Great Ones in Runen gemeißelt, welche wir ausrüsten können, um kleine Boni zu erhalten. Obwohl uns diese Wesen weit überlegen sind, haben sie dennoch eine verständnisvolle, mitfühlende Art und antworten auf Kontaktaufnahmen. Dieses Verständnis gegenüber den Menschen setzt voraus, dass sie eine Gemeinsamkeit mit uns haben müssen, was durch den Wunsch eines Kindes gegeben ist. Trotz scheinbar großer Unterschiede sind wir uns letztendlich doch recht ähnlich. Die Angst vor dem Unbekannten ist nicht immer begründet, auch wenn Bloodborne sonst doch so gerne das Schreckliche in allem zeigt. Keiner der Great Ones greift uns grundlos an. Wir bedrängen sie oder ihre Kinder, dringen in ihr Revier ein oder initiieren erst die Gewalt. Wir sind die, vor denen sie Angst haben. Wir sind die Monster in ihrer Welt. Der rote Mond steht tief und die Linie zwischen Menschen und Bestie ist verschwommen. Geschichten über spukende Geister liegen ähnlichen Begründungen zugrunde. Oft sind es geplagte Seelen, die bedrängt oder gestört werden. Was die Menschen nicht kennen oder verstehen, wurde schon von jeher verurteilt, gejagt und vernichtet. Die Angst vor dem Unbekannten und Unerklärlichen bringt einen ebenso unerklärlichen, tief sitzenden Horror aus uns heraus. H.P. Lovecraft war derjenige, der die Angst vor dem Unbekannten in der Fiktion populär gemacht hat. Unvorstellbare Dinge darzustellen, ist jedoch eine Herausforderung, die der Autor mit dem geschriebenen Wort umgehen konnte. Natürlich beschrieb er die Kreaturen zu einem gewissen Grad und die Emotionen, welche sie beim Betrachter auslösen. Doch Bloodborne musste diese Geschöpfe tatsächlich darstellen, was es auf eine einzigartig verstörende Art und Weise tat. Dass die kosmischen Wesen mit dem Thema der Tiefsee verbunden sind, liegt am Ausgangsmaterial, das uns der Schriftsteller hinterließ. Wir wissen mittlerweile gefühlt mehr über den Kosmos als über die Tiefen unseres eigenen Planeten. Beide Orte sind aber gleichermaßen lebensfeindlich und befremdlich für uns, wodurch die gedankliche Verbindung schnell hergestellt ist, zumal die Kreaturen, die dort unten leben, unserer außerirdischen Vorstellung sehr nahe kommen. Wasser ist überlebenswichtig für uns und gleichzeitig einer unserer größten Feinde, welchem wir schutzlos ausgeliefert sind. Es ist erbarmungslos, zieht uns in die Dunkelheit, lässt jeden Schrei verstummen und versetzt uns in einen ewigen Schlaf. Wasser wird deshalb auch gerne als Metapher für das Unterbewusste und für Träume genutzt. Sigmund Freud war derjenige, der die Theorie aufstellte, dass Träume eine Tür zu unserem Unterbewusstsein sind. Und auch wenn diese Idee heutzutage nur eine von vielen ist, macht Bloodborne großzügigen Gebrauch von ihr. Neben Janem selbst schreiten wir noch durch einige Ebenen des Seins, welche als Träume deklariert sind. Den Anfang macht hierbei der Hunter's Nightmare, das erste Gebiet des DLCs. Wir gelangen an diesen Ort über einen spinnenartigen Great One namens Amygdala, ein Detail, das gleich noch wichtig wird.
Träume betreten wir generell nur per Teleportation. Ob unser physischer Körper oder nur unser Bewusstsein dorthin gebracht wird, ist unklar. In diesem Albtraum finden wir die schlimmsten Gräueltaten der Healing Church, zusammen mit einigen ihrer wichtigsten Leute, namentlich Ludwig, Lawrence und Lady Maria, welche mit ihnen zusammenarbeitete. Sie alle sind verbannt aus dem Bewusstsein, aus der Realität und leben fortan im Traum weiter oder sind bereits verstorben, was auch immer das in einem Traum bedeutet. Des Weiteren finden wir dort bei unserer Erkundung ein mutiertes Schalentier, welches vom Himmel fällt. Eine Vorausdeutung für die Struktur der Träume dieser Welt. In Bloodborne sind diese nämlich vertikal aufgebaut. Ein Traum liegt über dem nächsten, wie die Ebenen unseres Bewusstseins. Der Ort, von dem dieses Wesen herunterfiel, ist das Fishing Hamlet, ein Dorf, in welchem die Gelehrten von Byrgenwerth zusammen mit German und Maria ein Massaker ausübten und den Leichnam von Kos für Forschungszwecke schändeten. Maria konnte diese Schuldgefühle nicht mit sich herumtragen, warf ihre Waffen in einen Brunnen und nahm sich später das Leben, woraufhin German in tiefe Trauer fiel und versuchte, mit dieser Realität klarzukommen, indem er sich ihr entzog. Die Schiffswracks, welche an der Küste des Dorfes liegen, lassen sich vom Nightmare Frontier aus sehen, welche die nächste Ebene des Traums ist. Hier bekämpfen wir eine Amygdala, welche scheinbar eine Verbindung zu den Träumen hat und sich durch sie bewegen kann. Ihren Namen hat sie vom gleichnamigen Teil unseres Gehirns, welcher für die Entstehung emotionaler Reaktionen, Gedächtnisbildung sowie die Initiierung von Angst- oder Furchtaktionen zuständig ist, was recht passend erscheint, zumal diese spinnenartigen Wesen auch gleich mehrere Ängste bedienen. Spinnengegner sind allgemein nur in Träumen anzutreffen, was in der Mythologie begründet liegt. Die Fähigkeit des Spinnens ist stark an Träume gebunden. Diese Wesen sind Erschaffer von kleinen Universen, welche durch Fäden verbunden sind. Auch ein Traumfänger hat nicht ohne Grund das Aussehen eines Spinnennetzes und daher bekam die Amygdalae wahrscheinlich auch die Fähigkeit, uns in einen Traum zu transportieren. Spinnen bringen uns thematisch zum letzten Traum, welchen wir bereits am Horizont erblicken können. Der Nightmare of Mensis. Ich leide schon lange an Arachnophobie und auch wenn ich heute bereits viel besser damit klarkomme, überwältigte mich der Empfangsraum damals mit einer unglaublichen Furcht und ließ mich panisch durch ihn durchrennen. Dieser Ort enthält wirklich alles, was jemanden wahnsinnig werden lässt. Nicht umsonst gibt es in diesem Spiel einen Effekt für Wahnsinn, welcher zum unmittelbaren Tod führt und gerade in diesem Gebiet oft zum Einsatz kommt. Alles, was ich gerade über die Träume beschrieben habe, die Thematiken, die sie behandeln, all das ist laut Freud und Jung auch Inhalt unseres Unbewusstseins. Es ist ein Ort, an dem unsere Ängste und Verlangen, unsere unangebrachten Triebe und Gewaltfantasien sowie traumatische Erlebnisse residieren. Sie sind dort verbannt und werden aktiv von uns durch verschiedene Mechanismen zurückgehalten. Wir leugnen sie, wir projizieren sie auf andere oder wir unterdrücken sie. Die Träume in Bloodborne sind gefüllt mit Wesen, Orten und Erinnerungen, die uns Angst machen, die für manche Charaktere traumatisierend waren, die die Abgründe der Menschheit zeigen und die uns an die Grenzen des Wahnsinns treiben. Bloodborne lockt eine Vielzahl an Emotionen aus uns heraus. Emotionen, die irgendwo ihren Ursprung haben müssen, die tief in uns drin, in unserem eigenen Unbewusstsein verankert liegen, ohne dass wir weder sie noch uns selbst richtig verstehen. Nach aktuellem Stand sind etwa 95% unserer Hirnaktivitäten unterbewusst. Wir können nicht einfach kontrollieren, was wir denken oder fühlen. Doch wir können Dinge hinterfragen, Einsicht in uns selbst gewinnen und lernen, mit ihnen umzugehen, Unangenehmes zu konfrontieren. Anders als viele andere Horrorspiele zwingt uns Bloodborne gegen unsere Ängste anzukämpfen, ihnen ganz nahe zu kommen und siegreich hervorzugehen. Wir lernen, uns mit uns selbst und unserer dunklen Seite auseinanderzusetzen, anstatt davor wegzulaufen. Wie es bereits Dark Souls tut, kann auch dieser Titel zu einem gewissen Maß therapeutisch sein und uns helfen, mit Ängsten, Traumata oder Ähnlichem umzugehen. Auch wenn Unwissenheit manchmal ein Segen ist, auch wenn es angenehmer und einfacher ist, die Augen verschlossen zu halten, bringt es letztendlich oft mehr, sich der Wahrheit zu stellen. Genau dies ist die Entscheidung, die wir am Ende des Spiels treffen müssen. Unser Rückzugsort in dieser Nacht steht in Flammen. Die Puppe, die immer für uns da war, teilt uns mit, dass wir in einem Feld voller Blumen von German erwartet werden. Unter dem Schein des Mondes möchte er uns von diesem Albtraum erlösen und uns vergessen lassen, was wir durchlebt haben. Nehmen wir sein Angebot an, trennt er die Verbindung zwischen unserem Bewusstsein und dem Traum. Wir wachen auf und haben uns der Wahrheit entzogen.
Wenn wir sein Angebot jedoch ablehnen, Tonight, Gammon joins the hunt. unser Mentor erhebt sich, um uns zu Fall zu bringen, nicht aus Enttäuschung, sondern aus Mitleid. Gehrman ist ein Gefangener, ein Sklave der Moon Presence. Sie hat den Hunter Stream aus seinen Erinnerungen erschaffen und bindet Gehrman bereits seit Ewigkeiten an diesen persönlichen Albtraum, aus dem er nicht mehr erwachen kann. Er weiß, welches Schicksal uns widerfahren wird, wenn er uns nicht aufhält. Bereits bei unserer ersten Begegnung meinte er: Don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. So schickte er schon etliche Jäger auf die gleiche Mission und damit in ihren Untergang. Alles unter dem Einfluss der Moon Presence. Jedes Grab, das wir im Hunter Stream sehen, ist einer unserer Vorgänger und eine Erinnerung, die Gehrmans Gewissen plagt. Er möchte diesem Albtraum entkommen und dennoch weigert er sich, jemanden für seine eigene Freiheit zu opfern. Und so kämpft er mit aller Macht gegen uns an. Er möchte uns stoppen. Er möchte uns vor der Wahrheit schützen. Doch es ist zu spät dafür. Egal, was er auch versucht, das Ende wird immer gleich sein. Gehrman verkörpert ein zentrales Thema in Bloodborne: Reue und Hoffnungslosigkeit. Entweder beendet er unser Leben und leidet selbst weiter, während ein neuer Jäger unsere Rolle übernimmt. Oder wir besiegen ihn und werden von der Moon Presence zu Gehrmans Nachfolger gemacht, wodurch wir nun auf ewig gefangen sind. Selbst im dritten Ende, in dem wir den Great One töten, werden wir selbst zu einem und der Kreislauf wird fortgeführt. In dieser Welt gibt es kein Entkommen, kein Happy End. Das ist der Horror von Bloodborne, eine Welt ohne Hoffnung. Dieses Werk möchte uns so unendlich viel sagen und trägt für jeden von uns eine andere Botschaft, eine andere Realität in sich. Deshalb möchte ich auch auf das Video The Many Meanings of Bloodborne sowie das gleichnamige Community-Projekt verweisen. Hier haben sich etliche Fans zusammengetan und ihre eigenen Geschichten und Interpretationen geteilt. Bloodborne ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration, welche stetig neue Projekte ins Leben ruft. Lance McDonald hat hier ein besonderes Lob verdient, da er nicht nur die 60 FPS-Mod für dieses Spiel kreiert hat, sondern auch stetig neue Einblicke in alte Versionen und Ideen gibt. Oder aber die Freecam für uns zugänglich gemacht hat, durch welche dieses Video überhaupt erst entstehen konnte. Weitere wundervolle Projekte wären das Bloodborne Demake sowie das kommende Bloodborne Card von Lilith Walter, die riesige Bloodborne-Analyse The Pale Blood Hunt von Redgrave, welche es auch als englisches und deutsches Audiobook gibt. BloodborneWiki.com, das von einer Person, namentlich Mephistophel, erschaffen und editiert wird und durch die Kraft der Community die wohl zuverlässigsten Informationen enthält. Der riesige Art Contest für ein potenzielles Bloodborne 2, welches von ValiVidya ins Leben gerufen wurde, oder aber etliche inspirierende Videos rund um Bloodborne, die ich als Playlist in der Beschreibung verlinken werde. From Software-Fans haben schon immer unendliche Kreativität und Inspiration gezeigt, doch nirgends wird es so deutlich wie bei Bloodborne. Auch bei mir blieb ein gewisser Einfluss in meinen Schaffenswerken nicht aus, weshalb mein Dank an das Team von From Software sowie alle Fans dieses Titels geht. Auch möchte ich mich bei Empty Meshes und Azulas Path bedanken, die mir für dieses Video nicht nur ihre Stimmen geliehen haben, sondern auch mit zusätzlichen Informationen und Denkanstößen bei einigen Themen aushalfen und dieses Video erst so richtig ins Rollen brachten. Wer Interesse hat, kann ihnen gern auf folgenden Plattformen folgen und sie unterstützen. Zuletzt geht natürlich auch ein Dank an jede Person, die bis hierhin zugesehen hat. Ich hoffe, ich konnte die Tiefe und Besonderheit dieses Werks in Ansätzen darstellen und die Begeisterung dahinter vermitteln. Bloodborne ist in jeder Hinsicht ein Traum, in welchen wir uns immer wieder begeben und tiefer in ihn eindringen. Er gibt uns Einsicht über uns selbst und unser Leben, bereitet uns auf die Gefahren der echten Welt vor und macht uns klar, dass es kein Paradies gibt, in welches wir uns zurückziehen können. Doch in all dem Horror, in all der Hoffnungslosigkeit liegt auch ein Gefühl der Geborgenheit. Egal wie lange die Nacht auch andauert, der Mond wird wieder sinken und ein neuer Tag anbrechen. Auch die längste Jagd findet irgendwann ihr Ende. Es wird Zeit, aufzuwachen. Danke fürs Zuhören. May you find your worth in the waking world.